Was sind Modalverben? Wie viele Modalverben haben wir? Wie konjugieren wir die Modalverben? Und ganz wichtig, wie ist die Satzstruktur für die Modalverben? Bleib dran. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Heute lernen wir die Modalverben. Wir haben in der deutschen Grammatik 6 Modalverben, die aber sehr, sehr wichtig sind. Deshalb solltest du die Informationen in diesem Video gut lernen. Also, volle Konzentration, gehen wir an die Tafel. Modalverben Teil 1 Grammatik. Herzlich willkommen an der Tafel. Heute in diesem Video lernen wir die Modalverben. Ganz wichtiges Thema. Die Modalverben spielen eine große Rolle in der deutschen Grammatik. Wie immer, wir warten nicht und starten. Genau, hier siehst du, habe ich auch schon die erste Information. Wir haben die Verben in der deutschen Grammatik und ich habe sie probiert für dich kategorisch zu listen. Also, bis jetzt haben wir die Vollverben gelernt. Was sind Vollverben? Vollverben sind ganz normale Verben, wie zum Beispiel essen, trinken, arbeiten und so weiter. Also ganz normale Verben und die haben wir schon auch gelernt. Als zweites haben wir die trennbaren Verben. Ist ein wichtiges Thema und wir haben das auch in unserem A1-1-Kurs schon gelernt. Was sind zum Beispiel trennbare Verben? Einkaufen, aufräumen, anrufen und so weiter. Und dieses Thema habe ich jetzt hier nochmal als Link für dich, falls du es vergessen hast oder wiederholen möchtest. Heute in diesem Video lernen wir die Modalverben und im Laufe des Kurses werden wir die Hilfsverben lernen, Verben der Bewegung lernen und natürlich die reflexive Verben. Das war erst einmal das Organisatorische für dich. Die Vollverben und die trennbaren Verben haben wir schon in meinem A1-1-Kurs gelernt. Heute oder jetzt machen wir gleich weiter mit den Modalverben. Die zweite Info: wie viele Verben haben wir? Also wie viele Modalverben haben wir in der deutschen Grammatik? Wir haben insgesamt 6 Modalverben. Wir haben also nur 6 Modalverben, aber diese 6 haben eine ganz große Funktion. Also deshalb lernen wir die bitte auch gut. Wir haben zum Beispiel können, müssen, wollen, möchten, sollen und dürfen. Manchmal wird auch mögen als Modalverb dargestellt, aber in diesem Video werde ich dir das Modalverb möchten vorstellen. Genau, also wir haben 6 Modalverben, ganz wichtig. Gut, als nächstes lernen wir, wie wir die Modalverben konjugieren. Genau, also die Konjugation der Modalverben. Hier habe ich die Modalverben in ihrer Infinitivform und hier habe ich meine PPs, also Personalpronomen. Wie konjugiere ich zum Beispiel können? Ich schreibe das mal gleich. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Hier mache ich auch einen kleinen Stopp. Warum? Wie du siehst, bei ich und er, sie, es konjugieren wir gleich. Also ich kann und er, sie, es kann. Das ist eine spezielle Situation für die Modalverben. Nicht vergessen, erste Person Singular und dritte Person Singular konjugieren wir identisch. Machen wir weiter mit wir. Wir können, ihr könnt und sie können. Genau, also
Du, wir, ihr, sie konjugieren wir ganz normal. Machen wir weiter mit müssen. Ich muss, du musst, er, sie, es muss. Auch hier siehst du, ich und er, sie, es konjugieren wir identisch. Nicht vergessen, wichtig. Machen wir weiter mit wir. Wir müssen, ihr müsst und sie müssen. Genau. Machen wir weiter mit wollen. Ich habe schon wollen für dich geschrieben. Also ich will, du willst, er, sie, es will und ich will. Ja? Auch hier natürlich gleiche Konjugation. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Genau. Für möchten, sollen und dürfen habe ich auch schon vorgeschrieben. Du kannst gerne hier einen Stopp machen und diese Tabelle lernen. Auch hier siehst du, ich möchte, er, sie, es möchte. Ich soll, er, sie, es soll. Ich darf, er, sie, es darf. Mach hier einen Stopp und schreibe diese Tabelle am besten gleich in dein Heft. Wichtig bei der Konjugation von Modalverben ist, dass wir erste Person Singular, also ich, und dritte Person Singular, also er, sie, es, gleich konjugieren. Zum Beispiel, ich kann, er, sie, es kann. Oder ich muss, er, sie, es muss. Jetzt lernen wir noch die wichtige Satzstruktur für die Modalverben. Jetzt lernen wir die zweite wichtige Eigenschaft für Modalverben, und zwar die Satzstruktur für Modalverben. Ja, hier habe ich jetzt wieder eine schöne mathematische Formel für dich vorbereitet. Also an der ersten Position steht mein PP, also Personalpronomen. Und ganz wichtig, an der zweiten Position steht mein Modalverb, also zweite Position, ganz wichtig. An der dritten Position die Zeit, dann der Ort, Objekt und am Ende, das ist neu, steht mein Infinitiv, auch wichtig, ja? An der Ende. Genau. Was ist ein Infinitiv? Haben wir auch schon gelernt. Infinitiv ist ein Verbstamm mit en. Ja, ganz wichtig. Nicht vergessen. Dieser Begriff ist wichtig für uns. Genau, das ist die neue Struktur. Du sollst dir einfach merken, dass ein Modalverb und Infinitiv immer zusammen benutzt werden in der Satzstruktur für Modalverben. Genau. Wir machen jetzt ein paar Beispiele und dann wirst du das besser verstehen. Genau. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel für dich geschrieben und hier ist unsere Formel. Jetzt gucken wir mal. Was ist mein Verb? Mein Modalverb ist können. Ja, Modalverb können. Und mein PP, mein in dem Fall Objekt und spielen, also Infinitiv. Versuchen wir jetzt, dieses Beispiel mit dieser Formel richtig zu schreiben. Also R, PP, Position 1, Modalverb, Position 2, dann habe ich hier das Objekt in dem Fall, Position 3 und mein Infinitiv ist immer am Ende. Also in dem Fall Position 4. Schreiben wir den Satz mal jetzt richtig. Er kann Basketball spielen. Genau. Wie du siehst, habe ich jetzt diesen Satz, also diesen Puzzle, mit dieser Formel korrekt geschrieben. Position 2, Ende. Ganz wichtig. Das ist nun die wichtige Satzstruktur für die Modalverben. Vergiss nicht, zweite Position ist mein Modalverb und am Ende sitzt mein Infinitiv. Ganz wichtig. Ja,
Mit dieser Struktur werden wir noch viel arbeiten. Wir machen jetzt ein paar Beispiele mit dieser Struktur. Auch hier habe ich für dich wieder einen Puzzle, also einen falschen Satz, und wir versuchen diesen Satz mit dieser Formel richtig zu schreiben. Also machen wir unsere Analyse. Position 1 ist mein PP, also RCS. Position 2 ist mein Modalverb, in dem Fall wollen. Position 3 ist hier die Zeit. Position 4 ist hier mein Objekt, also 4. Und am Ende ist mein Infinitiv, Position 5. Also du siehst, mein Infinitiv ist Position 5. Also er ist mein PP, Position 2 wollen und so weiter. Genau. Vergiss bitte nicht, dass wir wollen konjugieren müssen. In diesem Fall schreiben wir, er will am Abend seine Mutter anrufen. Genau. Wie du siehst, ist hier jetzt er, PP, mein Modalverb, Position 2. Am Abend ist Position 3. Seine Mutter haben wir jetzt in dem Fall als Objekt und anrufen als Infinitiv und dann kommt ein Punkt. Nicht vergessen. Machen wir weiter. Modalverben bei Ja-Nein-Fragen haben wir auch schon gelernt. Du kannst gerne dieses Thema nochmal wiederholen. Hier oben ist der Link dafür. Genau. Bei Ja-Nein-Fragen kommt mein Verb an der ersten Position. Genau. Aber bei Modalverben brauchen wir immer einen Infinitiv am Ende. Also diese zwei Kombinationen sind wichtig. Gut, wir möchten jetzt eine Ja-Nein-Frage. In dem Fall müssen wir in diesem Beispiel unser Modalverb müssen an der ersten Position benutzen, also Position 1. Gut, schreiben wir das mal. Müssen, in dem Fall Position 1, Position 2 ist mein PP und dann brauchen wir die Zeit, also am Montag, das ist Position 3 und in dem Fall brauchen wir unseren Infinitiv und das ist arbeiten, Position 4. Jetzt schreiben wir den Satz mal richtig. Müssen wir am Montag arbeiten? Genau. Also du siehst, so einfach können wir mit dieser Formel diesen Beispiel schreiben. Also merke dir bitte die Formel. Vergiss bitte nicht, dass ein Modalverb immer einen Infinitiv braucht. Ohne Infinitiv kein Modalverbsatz. Da sind wir schon auch bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier das Video stoppen und du kannst gerne diese Sätze lesen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über eure Kommentare und ich versuche sie natürlich auch zu korrigieren, also eure Hausaufgaben. So, das war's auch schon. Wir haben in diesem Video die 6 Modalverben kennengelernt, wie wir sie konjugieren und die spezielle Satzstruktur der Modalverben. Ganz wichtig, vergiss das bitte nicht. Falls du Fragen hast, dann schreib deine Fragen unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgabe. Ich sage danke und tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.